Nach diversen Kilometern abseits befestigter Straßen mit der R1250 GS habe ich mir gedacht, okay, ein bisschen was Kleineres wäre vielleicht auch nicht schlecht, ein bisschen mehr geländegängig, ein paar Kilo weniger. Und dann habe ich rumgesucht, irgendwas um die 600 Kubik und vielleicht so 180 Kilo. Gelandet bin ich nachher bei einer BMW G650 X Challenge. Völlig unerwartet. Ein bisschen Abenteuer mit der Maschine, die nicht allzu oft von BMW in Deutschland verkauft worden ist, auch weltweit nicht. Die Produktion wurde recht frühzeitig wieder eingestellt. Und so ist es durchaus schwierig, da an Ersatzteile ranzukommen. Und das ist das Ziel der Reise im Sommer diesen Jahres. Das ist Rumänien. Und die Idee ist natürlich, dort den TED zu fahren. Immerhin hat BMW das Motorrad ja als Dual Sport verkauft. Und Dual Sport heißt, man fährt Straße und fährt Gelände. Das ist jetzt so ein bisschen die Strecke, die wir geplant hatten. Also Ungarn rein, TED bis Budapest. Ab Budapest geht es dann leider nicht mehr über den TED bis nach Rumänien rein. Oben Satu Mare ist der Einstieg in Rumänien. Also haben wir da einen Transit genommen. Ich habe die Strecken downgeloadet und schon mal ein bisschen reingeguckt. Für ein paar Abschnitte in Rumänien habe ich Alternativen ausgearbeitet, um gesperrte Abschnitte zu umfahren. Habe das Ganze zum Glück auf dem Laptop gespeichert, um dann später festzustellen, dass der TED Rumänien offline genommen worden ist, aufgrund noch mehrerer gesperrter Abschnitte, sodass ich in der glücklichen Lage war, meine gespeicherten Tracks zu nehmen, aufs GPS zu hauen und dann eben doch den TED zu fahren. Und weil jeder Statistiken mag, habe ich hier natürlich auch noch ein bisschen was. Könnt ihr kurz Pause drücken, euch durchlesen. Das Bild bleibt jetzt nicht allzu lang da. Danach geht es weiter mit so ein paar Zwischenstationen, denn auch nach Rumänien muss man ja erstmal hinkommen. So eine Adventure-Bike Sitzbank ist nicht viel mehr als ein Brett mit ein bisschen Bezug. Also habe ich mir die Anreise aufgeteilt und bin erstmal nach Ottobrunn gefahren und habe dort dann den Sven getroffen. In Ottobrunn wurde dann abends noch kurz die Strecke besprochen, essen gegangen. Tags drauf haben wir dann die KTM von Sven vorbereitet und haben uns von Ottobrunn aus auf den Weg nach Linz gemacht. In Linz gab es dann auch ein bisschen Sightseeing und was zu essen. Nächsten Tag sind wir weitergefahren Richtung Wiener Neustadt. Dort gab es dann unter anderem auch noch neue Reifen für beide Bikes. Auf die KTM sind die Dunlop Mission Raid gekommen und auf die BMW haben wir die Heidenau K60 Ranger aufziehen lassen. Und jetzt noch ein paar Infos allgemein und Disclaimer. Erstens, wir fahren natürlich hauptsächlich Motorrad und filmen nebenbei, nicht andersrum. Heißt, die Videos sind jetzt natürlich nicht die allerbesten. Ich bin jetzt auch kein Videoschneid, Editier, was auch immer, Profi oder wie heutzutage genannt Content Creator. Das gilt für Bild und Ton. Für die Fahrt selber, ja, in dem Video gibt es keine Werbung, keine Sponsoren. Wir haben alles selber gekauft, wir haben alles selber kaputt gemacht, wir haben alles selber benutzt. Was Unterbringung und Co. angeht, hatten wir uns dafür entschieden, auf Pensionen und Hotels zu setzen. Man kann natürlich auch campen. Grundsätzlich ist es aber so, dass Rumänien das Land mit der höchsten Bärendichte mit in Europa ist. Kann man jetzt natürlich sich auch mit dem Zelt irgendwo in die Wiese hauen, ist aber vielleicht nicht so gesund. Zweiter Punkt ist, der dagegen gesprochen hat, man hätte halt wesentlich mehr Material mit sich rumführen müssen. Und wie man an den Bildern sieht, sind die Motorräder jetzt, also meins zumindest, schon relativ voll. Muss man nicht übertreiben. Und von daher haben wir gesagt, wir nutzen die Möglichkeit dann halt eben über Airbnb, Booking.com und so weiter uns jeweils was zu suchen. Und hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Und weiterer Vorteil ist, man hat zumindest immer das Frühstück safe für den Tag. Und abends in der Regel irgendwas zu finden, ist dann auch nicht so schwer. Meistens stehen die Unterkünfte auch da, wo noch mehr Häuser sind. Und wo viele Häuser sind, gibt es auch was zu essen. Auf den Zeltplätzen und oder Campingplätzen in Rumänien ist das nicht immer der Fall. Außerdem sind die in der Saison auch nicht unbedingt so günstig, dass sich das lohnen würde. Ich habe Videos gesehen von Leuten, die gesagt haben, ja, 25, 35 Euro, kein Problem, Zimmer zu bekommen in Rumänien. Ich sag mal so, könnt ihr ganz geschmeidig vergessen. Spätestens im Sommer während der Saison
werdet ihr unter 40 Euro fast nichts finden, außer vielleicht ein Bett in einem Schlafsaal. Den langweiligsten Teil der ganzen Videoserie habt ihr geschafft. Die meisten Fotos pro Serienlänge sind hier in dem ersten Teil drin, weil wir da einfach fast noch gar nicht, nein, nicht fast, sondern wir haben gar nicht gefilmt. Dem nächsten Teil geht es dann weiter, also am 4. Tag quasi in Ungarn, schon auf dem TED. Da gibt es dann die ersten Videos und Videobeweise von mehr oder weniger witzigen Begebenheiten. Und noch ein paar Fotos, und richtig interessant wird es dann tatsächlich auch erst mit Eintreffen in Rumänien, da wir da dann die Videokameras in Betrieb genommen haben, weil es sich da erst lohnt. Ungarn muss man dazu sagen, der TED, ja, wenn es trocken ist, kann man den fahren. Wenn es ordentlich geregnet hat, sollte man sich überlegen. Das sind alles Feldwege, relativ eben, das heißt ziemlich viele Pfützen. Der Boden ist unglaublich schlammig, sobald er feucht wird. Und ansonsten ist es auch von der Landschaft her eher, vorsichtig ausgedrückt, langweilig. Wer natürlich gerne auf irgendwelchen Dämmen neben Flüssen herfährt und immer wieder das Gleiche sehen möchte, kann das tun. Aber das ist nicht das, was wir uns so vorgestellt haben. Und so waren wir dann auch jetzt ganz glücklich, nachdem wir dann bei Budapest übernachtet hatten, einfach auf die Transitstrecke zu fahren und dann endlich in Rumänien anzukommen. Und das seht ihr dann im nächsten Teil. Ciao.